Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Koma Art. Ich bin Markus Köttermann und heute geht es hier um dieses Holzmaterial, was ihr gerade auch in der Preview schon gesehen habt, wie es erstellt wird, wie es dann am Ende in die Asset Library eingefügt wird. Und dies ist ein Holzmaterial, das ich auf Basis der zwei, die ich bis jetzt erstellt habe, gemacht habe. Und da dann noch ein bisschen Sachen mit eingefügt, was dann so meine Präferenzen sind, dass es für mich am Ende gut aussieht und dass ich das dann ja auch benutzen möchte mit etwas weniger Reflexion und so weiter. Halt eben noch ein drittes Holzmaterial von mir. Guckt es euch an, wenn es euch gefällt, gebt mir am Ende einen Daumen hoch oder schreibt was in die Kommentare, was ihr sonst noch drin haben wolltet oder was ihr verbessert haben wolltet. Und dann kann man da am Ende ja auch drüber diskutieren. Vielleicht mache ich dann später noch ein Holzmaterial und ja, schauen wir mal. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video und lasst uns reinstarten. Wir starten dann, indem wir das allererste Holzmaterial, was wir gemacht haben, öffnen und ich das als Basis nehme für das neue. Das heißt, wir nehmen das simple Holzmaterial, öffnen das, weil dann haben wir hier schon unsere Einstellungen. Wenn wir jetzt hier auf den Rendered View, war das glaube ich, gehen, genau, haben wir hier unser Material und dann gehen wir in den Shader Editor und können das Ganze dann anfangen anzupassen, wie wir das wollen. Ich ziehe das hier noch einmal auf groß, damit ihr euch das sonst, wenn ihr es nicht habt, einmal nachmachen könnt, damit wir denselben Ausgangspunkt haben. So, ich gehe vom Objekt, gehe auf das Mapping, habe zwei Noise-Texturen mit verschiedenen Werten, die dann die Streifen dementsprechend geben, eine Color Ramp, um das ein bisschen zu ja, ja, kräftiger zu machen. Dann die Mix Color, womit ich das mixe. Hier gebe ich die drei Farben dem Holz und gehe in die Base Color. Hier gebe ich dann die Roughness, wie viel das spiegeln soll. Und hier gebe ich dann den Bump, um dann zu sagen, der hat hier Erhöhungen mit drin. So, und da gehen wir jetzt quasi weiter. Das erste, was ich jetzt machen möchte, ich möchte das Muster etwas enger zusammen haben. Das heißt, wir nehmen beim Scale und machen da eine 5 raus. Dadurch wird das enger und gibt ein anderes Muster. Dann lassen wir den Rest, der hier dann ist. Und dann möchte ich das ähnlich machen oder eigentlich gleich machen mit den Astlöchern, die ich in dem anderen Material auch schon gemacht habe. Und dafür will ich natürlich auch ein bisschen Ordnung schaffen und fange dann direkt hier an und sage, ich mache da einen Frame drum. Frame. Und ich nehme die Sachen alle mit. So, jetzt drücken wir wieder N und den Frame geben wir jetzt Wood Pattern, also Holzmaterial mit. Und so haben wir jetzt schon mal den Anfang. Dann als nächstes machen wir die Astlöcher. Und damit fangen wir dann auch wieder an mit einem Mapping. Wir ziehen von hier da drauf. Wir lassen das Mapping alles so. Dann machen wir eine Voronoi. Ups.
Voronoi Textur. Da gehen wir mit dem Vektor drauf und sagen 50551. So, damit haben wir dann so Punkte. Und um da jetzt Astlöcher rauszumachen, nehmen wir eine Color Ramp dazu. So. Und wir flippen die Farben. So. Und ziehen schwarz, sagen wir bis zum Minus ungefähr, da runter. So, dann haben wir hier, das werden nachher die kleinen Astlöcher. Und das muss nachher im Grunde dann da vorne mit rein. Ja, das sieht man jetzt so nicht, das heißt, wir machen eine Mix. Eine Mix Color. Gehen da drauf und den nach da und dann gehen wir auf einen Wert von 0,05, ziemlich klein, und den ziehen wir da rein. So, jetzt sieht man hier relativ vereinzelt da die Astlöcher quasi, aber die müssen dann noch ein bisschen definierter werden und deswegen kommt dann hier noch was dazu. Wie gesagt, das sind die Astlöcher und jetzt können wir die nehmen, Shift die, duplizieren die und einen Fehler noch gemacht, und zwar möchte ich hier Ease haben. So. Und hier sage ich dann B-Spline und ziehe das noch deutlich näher ran. So. Und damit habe ich dann um die Punkte rundherum noch so Straffur. Und wenn ich das jetzt dann auch noch mit einer Mix Color zusammenfüge und sage dann Screen, und dann kann ich hier noch ein bisschen bearbeiten für um die Astlöcher. Sagen wir mal 0,15. Und damit haben wir den Wert schon mal. Den haben wir jetzt hier oben mit drin, und wenn wir jetzt hier nochmal wieder drauf gehen, haben wir jetzt hier dann unsere Astlöcher, wo das dann dementsprechend rundherum gescaled wird. Was wir jetzt machen könnten theoretisch wäre, wir könnten hier den größer machen, dann werden die größer, kleiner und ja. Dann möchte ich wie bei dem anderen auch eine Umrundung haben um die Astlöcher. Machen wir Shift Control Deduplicate und hier fügen wir noch einen ein. Den ziehen wir nach dahinter und damit haben wir dann eine Umrundung um die Astlöcher. Wir machen den jetzt auch auf voll weiß.
und den ziehen wir ganz nah, sag ich mal, da dran. Den geben wir ein bisschen mehr. Dadurch ist es drin hart und außen etwas weicher. Gut. Dann brauchen wir das aber erst etwas später. Lassen wir jetzt erstmal stehen. Dann möchten wir natürlich noch die Astloch-Cracks nachher haben, also so Risse in den Astlöchern, ein bisschen angedeutet. Und dafür nehmen wir eine Noise-Textur. Moment, hier wollen wir noch was. Nehmen wir auch eine Noise-Textur. Witzka, heute bin ich durcheinander. So. Die beiden ziehe ich ein Stück zurück und ich mache noch eine Mix Color dazwischen. So, Color, die soll Linear Light nehmen und hier den Faktor auch nach oben. Dadurch bekommen wir hier, dass sich das verzerrt, und wenn wir hier nehmen wir dann einen Wert von 0,05. So, weil ein Astloch ist ja nicht immer ganz gerade rund, ist ja ein bisschen eckig stellenweise, und dadurch kriegt man das Muster dann hin durch die Noise-Textur. Genau, dann duplizieren wir die einfach mal, Ctrl-Shift-D, ziehen die nach unten und geben dann hier Werte von 30 ein. Hier gehen wir auf Detail Max 15 und den Rest lassen wir. Dann fügen wir eine Mix Color wieder ein. Und hier stellen wir den Faktor auf 0,02. Für die Noise. Und dann kommt eine Voronoi Textur dazu. Die stellen wir dann auf F1 Smooth und auf Minovsky und wir wählen den Eingang. Dann sagen wir 5. Den machen wir hoch auf 1, die Roughness. Den Rest lassen wir. Dann kommt eine Color Ramp. Und hier können wir dann bestimmen, dass wir dementsprechend ein bisschen weniger haben. Gehen wir auch mal so mittig dahin und mit den so am B ungefähr. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen noch eine Mix Color, dann haben wir hier ungefähr, nicht überall, und es passt auch nicht überall hundertprozentig, aber so Kreuze mit dabei, die dann da durchlaufen. Und hier sagen wir dann Multiply und den Faktor gehen wir auf 0,8. So. Dann könnte man jetzt noch sagen,
Das ist uns zu stark, möchten wir ein bisschen schwächer haben. Dann können wir hier auf ein leichtes Grau gehen. So, und dann sieht das gut aus. Und dieses hier brauchen wir dann später noch für unsere Farbe, für die Roughness und für den Bump. So, und damit wir das jetzt ein bisschen getrennt haben, machen wir Frame. So. Und den Frame nennen wir dann Knockholes. Dann mache ich noch einen Frame. Den nennen wir dann Round Knockholes. So. Und den letzten, sagen wir Knockholes Cracks. So, damit haben wir ein bisschen Ordnung. Dann ziehen wir den ein bisschen zurück, dass das ordentlich aussieht. So. Als nächstes wollen wir dann natürlich die Farbe nehmen. Dafür möchte ich hier wieder so eine leichte Overlay-Farbe mit drin haben. Und dafür mache ich jetzt hier eine Noise Textur einfügen und eine Wave Textur. Beide bekommen den Eingang hier mit hin und die obere mache ich jetzt einen Scale von 27, dann Detail hoch auf 15, Roughness, noch was vergessen, Hybrid, so, Hybrid Multifractional. So, dann Roughness lassen wir, das bleibt, das bleibt, das bleibt. Und die Distortion oder auf 1,2. Dazu dann die Wave-Textur
Da lassen wir die Werte hier oben, dann den setzen wir auf 12. Den auf 18 und den auf 15. Den auf 7 und damit war es das damit. Dazu nehmen wir dann eine Color Ramp, eine Mix Color. Wir lassen auf 0,5 und wir nehmen Subtract. So. Dann fügen wir hier auch eine Mix Color hinzu. Und da kommt dann der Wert auf den Faktor. Dann stellen wir das auf Overlay. Und geben ihm dann hier noch eine Overlay-Farbe. Leicht bläulich. Dann könnte man hier noch so. Ja, jetzt sollte eigentlich alles, was weiß ist, Overlay werden. Ja, sieht man so ein bisschen hier so blau-gräuliche. Ja, wenn ich es jetzt dunkler mache oder eine kräftigere Farbe nehme. Ja, dann sieht man das jetzt schon. Also wie so Farbspritzer da drauf. Wenn man das dann jetzt größer macht, dann hat man halt eben mehr. Und ich möchte jetzt, sag ich mal, eine relativ sachtes Blau nehmen. Ja, ein bisschen noch dunkler. So. Und dann hat man hier so leichte, dunklere Abdrücke mit drin. Dann als nächstes nehmen wir noch eine Zusatzfarbe für die Astlöcher. Das heißt, wir duplizieren die. Shift D. Und nehmen eine nehmen dann von hier, weil hier sind ja die Astlöcher, nehmen dann von hier, von den Astlöchern, die Farbe und setzen das hier auf den Faktor. Und dann sieht man, kriegen die Astlöcher eine andere Farbe. Und hier nehme ich eine leicht orangene Farbe für die Astlöcher. Gut. Wenn man dann die Astlöcher noch ein bisschen verstärken möchte, kann man noch eine Maßnode dazwischen packen. Und dann sagt man auf Multiply. Und wenn man hier mehr macht, wird es stärker. Und leichter macht, wird es weniger. Jetzt könnte ich, sage ich mal, hier auf 3 machen. Damit sind die
relativ stark und könnte hier die Farbe noch ein bisschen weicher machen. Und so kann man dann sich auch noch eine Einstellung suchen. Man braucht den Multiply nicht, aber es ist was Angenehmes, um es dann halt eben etwas sauberer, schöner hinzukriegen. Gut, damit haben wir das. Dann möchte ich jetzt natürlich die Cracks noch haben. Dafür mache ich jetzt Shift-D. Und dafür nehme ich dann jetzt hier die Cracks. Und damit habe ich jetzt um das Astloch rundherum diesen schwarzen Schimmer. Den kann ich jetzt, setze ich aber nicht auf Overlay, sondern auf Multiply. Und dann setze ich den auf 0,7. So. Ja. Die Astlöcher selber, finde ich, könnten dann noch ein bisschen größer sein. So, dann möchte ich noch zusätzlich in dem Holzmaterial Cracks haben, also Einrisse, und dafür nehme ich im Grunde noch einmal dasselbe, wie ich es hier oben habe. Ich nehme die 3. Na, machen wir den auch noch mit. Und sagen wir Shift Ctrl D. Ziehen das jetzt hier mal runter. Sagen Alt P, damit das da raus ist. Ziehen das jetzt bis nach da. Dann müssen wir hier die Werte etwas verändern, denke ich. Den machen wir auf 7,5. Den lassen wir auf 15, 0,6 lassen wir 2, 1, 1, 1,2 lassen wir. Hier machen wir 3,2. Scale 18. 15,170. Okay. Dann adden wir eine Color Ramp. Und ziehen jetzt den schwarzen bis ungefähr hier. Damit haben wir weniger Streifen. Können auch noch ein bisschen mehr. So. Und damit haben wir unsere, wie heißt es, unsere Cracks. Und machen dann da auch ein Frame drum.
Und die Cracks möchten wir dann natürlich auch hier oben noch einmal mit da drin haben. Und da ziehen wir die hier hoch. Und sagen nicht Multiplay, sondern sagen Darken. So, Fehler gefunden. Flip Color brauchten wir. Und jetzt haben wir dann hier die schwarzen Striche mit drin. Wir können sie jetzt ein bisschen stärker machen. Oder schwächer. Muss man mal gucken, wie viel wir jetzt so haben. Da sind welche, da sind welche. Ja, und das kann man dann nachher noch gucken und dementsprechend einstellen. So. Damit haben wir alle Farben, die ich haben möchte. Machen einen Frame. Frame und den nennen wir jetzt Color. So, damit haben wir schon mal ganz schön viel geschafft. Geht's weiter mit Bump. Dafür ziehe ich die jetzt mal hier runter. Den entfernen wir mal. So. Hier sieht man jetzt, den nehme ich auf 0,2. Das ist jetzt der Bump, der direkt von dem Material kommt, damit wir die Struktur haben. Dann als nächstes Shift-D kommt ein Bump. Den nehme ich jetzt vom hier von den Astlöchern. Den ziehe ich jetzt hier rein. Und das ist mir jetzt noch ein bisschen abfallend hier. Das heißt, ich möchte das noch ein bisschen detaillierter haben und packe deswegen noch eine Color Ramp hinzu. Und hier sage ich, ich gehe mal auf ungefähr dahin und mit dem anderen, jetzt seht ihr, zieht sich das von außen noch ein bisschen weiter rein. Da kann man dann gucken, wie eng man das haben möchte. Ja, lassen wir mal so und damit setzen wir den dann noch auf 0,4. Damit ist es tiefer, aber relativ ja, dicht. So. Und dann möchte ich natürlich noch hier die Cracks auch haben. Machen wir noch einmal Shift-D. Und wir ziehen von hier noch die Cracks mit rein. Und die sind jetzt definitiv ganz schön stark auch. Und die wollte ich eigentlich auf 0,5 machen. Gucken wir mal, wie das dann im Endergebnis aussieht. Ja.
So, mit M können wir die auf Mute setzen. Haben wir jetzt einmal nur die Cracks. Und da frage ich mich doch, warum das so viele sind. Obwohl ich hier jetzt... Ja, das Graue, das sieht man halt eben jetzt auf dem anderen nicht. Bei der Farbe, weil bei der Farbe fallen die Schwarzen nur auf. Und theoretisch möchte ich ja nur die Schwarzen am Ende haben. Möchte ich jetzt auch noch mit einer Color Ramp da drin versuchen. Ja, das sieht besser aus. Lassen wir eigentlich direkt so. Nehmen wir dieselbe Color Ramp. So. Ach. So. Jetzt unmuten. Und damit sieht das ja schon mal angenehmer aus. Ich würde jetzt fast sagen, dass es noch ein bisschen viel ist. Gehen wir mal auf 0,4. 0,3. Ne, Moment, das lassen wir auf 0,5, war der verkehrte. Den auf 0,2. So sind die Astlöcher nicht so tief. Genau, perfekt. Dann machen wir wieder ein Frame rum. Und den nennen wir jetzt dann Bump. Fertig. Jetzt haben wir Bump, jetzt fehlt nur noch die Roughness. So. Schieben wir das mal eben rüber. Die Color Ramp lassen wir, die ist gut. So. Dann duplizieren wir die nochmal. Shift D. Und für die nehmen wir hier die Noise von den Cracks. Und wir flippen die Color. Der geht. Weiß geht komplett runter. Und schwarz setzen wir ungefähr. Ja, machen wir dahin. Und damit haben wir hier die schönen schwarzen Stellen. Und dann machen wir noch, damit es etwas interessanter aussieht, B-Spline. Dadurch ist einiges dunkler, einiges heller. Gut, das Ganze mixen wir wieder mit einer Mix Color. Und die setzen wir auf Multiply und auf 1. Dann als nächstes möchten wir ja noch was dazwischen haben. Und Shift D. Und von hier holen wir jetzt von der Noise Textur. So. Und die lassen wir auch auf 1 und wir machen auf Difference
Und dadurch wird das Muster noch wieder interessanter für die für die Roughness. Und jetzt möchte ich noch zwei Sachen dazu fügen. Jetzt Shift D. Und ich nehme einmal den und einmal den. Mit Multiply und den Faktor lassen wir auf 1. Damit habe ich nämlich die Astlöcher und die Cracks wieder mit drin. Obwohl ich gerade am Überlegen bin, ob für beides nicht sogar besser wäre, wenn ich das hinter der Color Ramp für Bump mit abziehe. Ich glaube, das kommt besser. Ja, gefällt mir besser. Und dann tun wir das Ganze jetzt noch einmal mit einer Multiply zusammenfügen. Mit einer Color. Dann machen wir jetzt auf 0,9. Damit kommen die Cracks, meine ich zumindest. Ja, die Cracks und machen wir 0,8. 8. Ja, sind dadurch etwas ja. Gut, dann machen wir jetzt das da drauf. Und jetzt sieht man, dass hier die Kreise oder hier das Schwarze nicht so beleuchtet wird, dass das weniger beleuchtet wird, weniger reflektiert. Und hat dadurch eine, ich denke, schöne Holzart. Jetzt möchte ich allerdings, dass das im Ganzen etwas weniger noch reflektiert, weil Holz reflektiert ja nur so stark, wenn es jetzt, wie heißt es, wenn es jetzt bearbeitet ist, lasiert ist oder sowas. Und wenn man jetzt echtes Holz hat, ist das ja dumpfer. Und man kann dann halt eben schon noch gucken, was man am Ende möchte. Und deswegen füge ich jetzt hier einfach eine Color Ramp mal hinzu und sage, ich mache das dunkler. Dadurch wird es schon mal weniger. Desto weiter ich das ziehe, desto weniger wird das. Wenn ich es jetzt wieder komplett zurückziehe, genau andersrum. Ja, wird das weniger. Und so nehme ich jetzt die Color Ramp und ziehe das ein bisschen rüber, bis es dann schön aussieht. Ja, ich würde sagen, es reflektiert ein bisschen das Licht. Es ist nicht viel. Und das lassen wir jetzt so. Fertig. Komplett anders als mein Test vorher, aber egal. Und das nennen wir dann Roughness. So.
Dann können wir das Ganze noch ein klein bisschen aufräumen. Ja, die gehen jetzt leider dazwischen durch, aber das lassen wir mal. Und damit haben wir eigentlich ein ziemlich sauberes und aufgeräumtes. So. So. Ziemlich aufgeräumtes Material. Jetzt versuche ich das noch einmal groß zu ziehen. Oder ich mache Abteilung. Wir machen erst das. So. Eine Sache hätte ich jetzt noch. Ich mache die alle zusammen. Sag G und hier rüber. Und ich sag A und mache eine Vektormaß. Und sag Scale. Und dann kann ich mit der Vektormaß jetzt alle hier vorne, wo das drauf geht, zusammen bearbeiten. Und habe dadurch eigentlich immer was relativ gleichmäßig ist. So, lassen wir erst auf 1. Damit haben wir das. Okay. Dann könnt ihr euch Screenshots machen, um das nachzumachen oder sowas. Also werden ihr den Eingang, dann die Vektormaß mit dem Scale, dann hier die Astlöcher, hier die Cracks, hier den Bump, hier die Roughness und den Ausgang, hier die Color. Farben müsst ihr selber gucken oder ich gucke mal, wenn ich dran denke, dass ich das beim Schneiden vielleicht noch mit reinnehme. Und die Holzoptik, das Holzmaterial. So, damit hätten wir das Material komplett. Wir speichern das einmal, Save As, und dann gehen wir nach Middlewood Material und so, Save. Dann tun wir hier das noch umbenennen, Middlewood Material, und speichern noch einmal, Save. Und dann wollen wir das natürlich wieder in den Asset Browser einfügen. Dafür öffne ich wieder meine Datei, die ich für den Asset Browser benutze, meine Material Blend. X3 und dann ist das Simple Wood.
Das wird Middle Wood and Detailed Wood. Dann machen wir noch eine neue Kollektion hinzu, die nennen wir dann Wood. Das habe ich das letzte Mal vergessen. So. Und dann gehen wir jetzt auf File, Append und dann gehen wir wieder auf unser Wood Material, Material und Middle Wood, Capped. Und jetzt wählen wir die Middle aus und sagen Middle Wood. So, da haben wir das Material. Wir sehen hier auch den Unterschied zwischen unseren Materialien. Und ja, ist was. Dann gehen wir hier aufs Material, drücken rechte Maustaste, Mark as Asset und gehen dann hier auf dem, erstmal speichern, File, Save, auf den, ja, öffnen wir den Asset Browser, sehen hier unser Material in dem Unassigned, müssen wir dann auf unseren Ordner gehen und von Unassigned können wir das dann rüberschieben in unseren Wood-Ordner und da ist es dann. Dann noch einmal auf Speichern und dann haben wir es drin. Gut, dann machen wir jetzt einfach mal ein neues Projekt, New General. Und hier möchte ich jetzt mal, oder können wir machen, wir schieben das Holzmaterial einmal auf den Würfel. Und so wird es jetzt auf einem Würfel aussehen. Mit dem Spiegeln im Licht. Ganz leicht, dezent. Und natürlich hier, als wenn man dann durchgesägt hätte, anders vom Muster her für das Material, wenn man dann quasi einen Klotz hat oder sowas. Auf jeden Fall machen wir den jetzt einmal weg. X, ja. Und wir fügen jetzt mal eine Plane hinzu und ziehen das Material dann auch auf die Plane. So, dann nehmen wir das Licht mal. GZ etwas runter und GX machen wir da so hin. Dann gehen wir mit 0 in die Kamera. Und setzen das mal so hier drauf. Wattzahl machen wir mal runter auf 100. Dann machen wir Datei Save. Und nennen das Ganze dann Preview. Save. Und jetzt kann man hier 2 Bildschirme rausmachen. Hier gehen wir mal mit 0 raus, 7 Top, mit der 7 in die Top-Ansicht. Und dann greifen wir das Licht mal mit G und können hier
Schön drüber fahren. Jetzt würde ich allerdings sagen, das Licht von der Höhe, eventuell die Leistung etwas höher oder wir machen GZ ein bisschen tiefer. So, wieder mit 7. Okay, und dann kann man hier drüber fahren und sieht dann dementsprechend ein bisschen was. So, wenn wir jetzt sagen würden F12, sieht man hier schön, dass um die Kreise ein bisschen dieses Licht anders bricht. Mitten hier drin von den leichten Kreuzen das Licht etwas anders bricht. Die Cracks, je nachdem wie das Licht gerade einfällt, mal ja, mal nein, der kriegt gerade gar nichts. Und jetzt kann man eine kleine Aufnahme theoretisch machen, das Licht hier einmal drüber herfahren lassen und dann das aufnehmen, dass man dann quasi eine Preview hat für die fürs Video oder für euch dann gleich zum Zeigen, zum Abschluss. Auf jeden Fall möchte ich das wieder auf 4K gestellt haben und ich mache auf 30 Frames, weil sonst habe ich wieder Probleme, und sage hier mal eben, ich mache 400. So. Dann gibt es hier den Rekord-Button, den drücke ich jetzt. Dann drücke ich Leertaste jetzt gleich, dann fängt er an zu zählen und mit G bewege ich dann das Licht und dann schauen wir mal, was dabei rumkommt. So, theoretisch, wenn wir das jetzt hier angucken, würde ich sagen, wir machen ab hier 35 und machen dann bei 385 Ende. Ja. So, dann machen wir einen Speicherort noch vergeben. Da sagen wir Chip Middlewood, machen einen neuen Ordner und den Ordner nennen wir dann Preview. Capped. Okay. PNG lassen wir und den Startframe setzen wir jetzt auf 35 und den Endframe auf 385. So, dann hört er nämlich da auf und fängt da an, entsprechend abgeschnitten. So haben wir nicht so viele Frames, wie wir dann brauchen. Gut, und dann können wir jetzt erstmal auch mal speichern. Und dann sagen wir rendern das jetzt. Render Animation. Und wenn ich jetzt gleich das Ganze render, mache ich die Aufnahme wieder stoppen, damit das schneller geht, wegen der Rechenleistung des PCs. Und dann sehen wir uns später wieder. Bis dann! Damit haben wir es geschafft. Das Rendern ist durch, alle Bilder sind erstellt. Wir können das dann wieder schließen. Und ja, jetzt haben wir es im Grunde geschafft. Wir speichern die Datei noch einmal
Und wir sagen, wir erstellen dann jetzt einen Kurzfilm. So, eben wieder schnell die Auflösung einstellen. 30 Frames hatten wir. Und dann hier den Speicherort. Nehmen wir Preview. Und Accept. Dann möchte ich hier wieder die Frames sehen. Und ich sage Shift A und Add Image Sequence. Gehe wieder auf Preview und markiere alle Bilder. Add Image Sequence. Dann habt ihr hier die Sequenz drin und wir sind bei 352, 352. So, damit haben wir unsere Länge, Speicherort, Dateityp, kommt keine Musik hinter, gar nichts in diesem Fall und wir sagen File Save As, nehmen wir Preview, Video, Save und sagen Render. Damit sind wir dann fertig und jetzt zeige ich euch dann einmal, wie das Endergebnis aussieht. Und dann bedanke ich mich jetzt einmal bei euch für das Zuschauen des Videos, das Anschauen des Videos. Gerne kommentiert, gerne gebt einen Like und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao!